Ich fühle mich übelst getriggert gerade. Es geht, es ist gar nicht gut. Weil ich wieder so einen ätzenden Satz gehört habe von wegen, nach dem Erwachen sollte man seinem Verstand oder seinem Ego nichts mehr glauben. Und seit ich das gehört habe, versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich auch das nicht glauben muss. Und dass ich glauben kann, was ich will und dass ich meinem Verstand glauben kann, so viel ich will. Ja, ganz ehrlich, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich damals nach meinem Erwachen, ob das überhaupt eins war, sei mal dahingestellt, aber ob ich da meinem Verstand geglaubt habe oder meinem Gefühl geglaubt habe, aber alles hat einfach nur gesagt, nein. Alles hat einfach nur gesagt, es ist falsch. Und ich will wieder einfach Mensch sein. Und ehrlich gesagt ist mir auch scheißegal, ob das mein Verstand oder mein Ego gesagt hat, weil das scheinbar für mich richtig ist hier. Also das ist scheinbar gerade mein Weg, um wieder irgendwie ganz zu werden und so eine Art Heilung zu erfahren oder sowas. Und irgendwie dieser Gedanke von, man darf quasi sich selbst, also man darf sich einfach nichts mehr glauben, das löst ganz, ganz viele Ängste und komische Gefühle und seltsame Dinge in mir aus. Das ist gar nicht schön. Also der Verstand ist ja auch, der verarbeitet ja die Dinge, die man erlebt, glaube ich. Also Verstand liefert dir ja auch Interpretationen für Sachen und so weiter. Und wenn man das alles nicht mehr glaubt, ich weiß nicht, vor allem die Leute, die das sagen, glauben ja auch, das sagt ihnen ja auch ihr Verstand, dass sie eben nicht glauben sollen oder so. Ich finde das sehr verwirrend. Das stimmt einfach für mich nicht. Die glauben sich selbst auch, die Leute, die das sagen, glauben auch ihren Konzepten und ihrem Ego und ihrem Quark. Das Problem ist, ich kann mich halt da reinversetzen in meine Interpretation von dem, was das heißen soll. Und dann fühle ich mich direkt total ausgespaced. Ganz schrecklich. Also weil ich meine, alle Gedanken kommen ja aus dem Ego quasi. Also alle guten sowie alle schlechten Gedanken, die kommen alle aus dem Ego. Wenn ich das alles nicht glauben darf, bin ich echt gefuckt. Schlimm, das ist so schrecklich. Dann kommt so ein Satz und ich bin direkt so und habe dann Stunden damit zu kämpfen, das irgendwie wieder loszulassen oder wirklich zu wissen, so okay, ich muss das nicht annehmen. Das muss für mich nichts bedeuten. Das ist okay, wenn ich das nicht so sehen will. Das ist nicht die Wahrheit. Ist so nicht. Allein dieser ganze fucking Erleuchtungsbegriff, so was soll denn das sein? Es gibt so viele Interpretationen davon, so unglaublich viele. Allein in buddhistischen Kreisen, die sind sich ja auch nicht einig. Und dann hat man diese Advaita-Leute, die so sind, da ist ja niemand, der erleuchtet ist am Ende. Das ist auch so eine Ansicht. Das sind alles so Ansichten. Und keine Ahnung, wer will beweisen, wer jetzt erwacht ist und wer nicht. Wer will das denn beurteilen? Da gibt es ja keine Skala für oder sowas. Ich glaube, das Problem ist, glaube ich, wenn ich diesen Satz höre, ist das Ding, dass ich dann denke, okay, fuck, dass ich meine Depersonalisation halt nicht als Erwachen gewertet habe, sondern als psychologisches Problem. Das ist eine Interpretation meines Verstandes. Das wäre halt quasi falsch und ich hätte dann mich stattdessen irgendwie da reinfallen lassen müssen oder so ein Schwachsinn. Und als wäre halt mein Verstand irgendwie die Blockade dann gewesen oder ja, also mein Ego hat da irgendwie gekämpft und ich hätte dem nicht zuhören dürfen, weil was weiß ich. Ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, dass ich dann denke, ich hätte es falsch gemacht. Oder dieser generellen Angst, dass das, was ich glaube, halt nicht richtig ist. Keinen eigenen Standpunkt haben dürfen zu diesen Sachen, weil ja diese ganzen spirituellen Lehrer, die sind ja viel klüger als ich, die wissen es ja. Die wissen ja über das Leben Bescheid und ich darf mir nicht anmaßen, da irgendwelche eigenen Ego-Meinungen zu haben. Meinem Ego zu folgen, das ist schlecht. Stattdessen muss man, was soll ich stattdessen folgen? Wie soll das gehen? Die folgen doch auch ihren gedanklichen Schlüssen, oder nicht? Ich check es nicht. Das macht mich bescheuert, ehrlich. Boah, und das ist einfach so ärgerlich, weil die letzten Tage war echt gut. Und dann kommt so ein Satz und direkt so,
direkt ist so quasi der ganze Tag ruiniert. Das ist so heftig. Also da merke ich so, ich bin halt immer noch überhaupt nicht stabil in meinem Dings. In meiner Ansicht der Dinge oder so. Ich beneide den Hund darum, dass er diesen existenziellen Fuck nicht kennt. Du bist ein glückliches Tier. Es ist kein Vergehen, wenn ich meinem Ego glaube oder meinem Verstand oder meinen Gedanken oder was weiß ich. Ich bin dann direkt so, wer glaubt das denn? Glaubt dann das Ego sich selbst oder wie funktioniert das? Weil wer ist es denn, der da irgendwas glauben kann oder so? Boah, ey. Es ist alles kein Problem. Ich darf das alles tun. Was auch immer, wer da wem glaubt, scheißegal. Ich darf meinen Gedanken glauben, ich darf meinen Dingen glauben, ich darf meiner Wahrheit glauben, ich darf das alles tun. Boah, was ein Abfucktag, ey. Die können alle sagen, was die wollen. Ich kann auch sagen, was ich will. Und es ist auch okay, wenn ich nicht erwachen will in diesem Leben und wenn ich die Erleuchtung nicht haben will in diesem Leben. Das ist voll okay. Nicht jeder muss das machen, nicht jeder muss das haben, was auch immer das ist. Es ist voll okay, das nicht haben zu wollen. Voll in Ordnung, kein Problem. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach so schwer, weil ich so lange gedacht habe, das wäre das Ziel im Leben jedes Menschen. Jeder Mensch müsste dieses Erwachen irgendwie hinkriegen oder sehen, dass da keiner ist, der erwachen kann oder irgendwie so ein Schwachsinn, damit dann alles besser ist zwischen den Menschen und so. Es ist einfach voll okay, das nicht zu machen. Und es ist voll okay, diese Sachen nicht zu glauben. So, reicht jetzt aber echt. Jetzt ist gut. Bis dann. Tschüss.